Es gibt viele Gründe, warum du als jemand, der nicht in den USA lebt, trotzdem eine US-Steuernummer haben kann. Möglicherweise hast du eine Immobilie in den USA und beziehst dort Mieteinkünfte und musst deshalb eine US-Steuererklärung einreichen. Diese US-Steuernummer kann für dich im Ausland zum Problem werden, wenn du dort ein Konto eröffnen möchtest. Und genau mit diesem Problem wollen wir uns in diesem Video näher auseinandersetzen. Viele Nicht-US-Bürger und auch viele US-Non-Residents, also Personen, die nicht in den USA leben, haben dennoch eine US-Steuernummer, entweder eine Social Security Number SSN oder eine ITIN. Das kann folgende Gründe haben. Vielleicht hast du früher einmal in den USA gelebt, vielleicht hast du dort Immobilien und hast dort Mieteinnahmen und musst deshalb eine US-Steuererklärung einreichen. Oder vielleicht bist du an einem Unternehmen beteiligt und musst deshalb Steuern in den USA bezahlen. Gründe über Gründe, warum du eben eine solche Steuernummer in den USA haben kannst, ohne dort zu leben und ohne US-Amerikaner zu sein. Das Risiko ist nun, dass dir diese amerikanische Steuernummer zum Problem werden kann, wenn du außerhalb der USA versuchst, ein Konto zu eröffnen. Denn es gibt tatsächlich nicht wenige Banken, die nicht mit Kunden zusammenarbeiten, die eine amerikanische Steuernummer haben, auch wenn du kein Amerikaner bist, auch wenn du nur beschränkt steuerpflichtig in den USA bist und auch nicht in den USA wohnst. Wir haben schon einige Mandanten, die eben aus gutem Grund eine solche US-Steuernummer haben, die dann zu einer Bank gegangen sind, dort versucht haben, ein Konto zu eröffnen. Die Bank fragte dann nach sämtlichen Ländern, in denen der Mandant möglicherweise beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig ist. Sie haben dort dann auch ganz naiv die USA angegeben und bums wurde hier die Kontoeröffnung verweigert. Ich denke natürlich jetzt auch an jene Mandanten von uns, die zum Beispiel zum Aufbau einer US-Bonität sich eine US-Steuernummer besorgt haben. Das ist ja durchaus beliebt. Mit einer US-Steuernummer bekommt man dann Kreditkarten, Kredite, Bankkonten in den USA, wenn man es richtig macht und kann so eigentlich von den vielen Möglichkeiten in dem Bereich in den USA profitieren, die es ja so in Europa gar nicht gibt. An tolle Kreditkarten zum Beispiel kommen, die gerade für Vielflieger sehr attraktive Optionen hier zum Punktesammeln bieten. Länder, wo wir mitbekommen haben, dass die amerikanische Steuernummer zum Problem wird, ist zum Beispiel die Schweiz oder auch Singapur. Und da sind auch die Kontoeröffnungsunterlagen dann so formuliert, dass du im Grunde genommen die US-Steuernummer nicht verschweigen kannst, ohne tatsächlich Falschangaben zu machen. Zum Beispiel fragt das Formular nach sämtlichen persönlichen Steuernummern, die du hast. Oder das Formular fragt nach sämtlichen Ländern, in denen du beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtig bist. Und dann ist natürlich deine US-Steuerpflicht, auch wenn sie nur beschränkt ist, etwas, was du hier tatsächlich angeben musst. Nun, du könntest dann einfach sagen, naja, vergiss es, ich gebe dann einfach meine US-Steuernummer nicht an. Ich lasse das einfach unter den Tisch fallen. Dazu sind zwei Dinge zu sagen. Wenn du dich dazu entscheiden willst, das zu machen, musst du natürlich erstmal wissen, ob überhaupt die Steuernummer für die Bank ein Problem ist. Vielleicht ist sie ja gar kein Problem. Dann brauchst du gar nicht drüber nachzudenken, sie dort nicht anzugeben. Das heißt, das wäre der erste Punkt. Fragen wir mal die Bank, ob hier US-Steuerzahler ein Problem sind, und zwar auch jene, die nicht in den USA leben. Und der zweite Punkt, dessen man sich natürlich heutzutage bewusst sein muss, ist, dass die falsche Angabe, die bewusst falsche Angabe von Informationen auf einem Bankformular, auf einem Kontoeröffnungsformular potenziell strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen kann. Zumindest wenn daraus in Zukunft der Bank zum Beispiel weitere Probleme entstehen. Du weißt ja, wir haben hier alle möglichen Verordnungen, sei es jetzt zum Beispiel in der EU oder auch anderswo, wo hier sehr strikt mit dem Thema Geldwäscherei, Bekämpfung umgegangen wird und wo ein ganz großer Fokus auf Banken gelegt wird. Banken sind letztlich Erfüllungsgehilfen der Behörden. Die Banken sind verantwortlich, die Identität des Kunden zu verifizieren, und dazu gehören eben solche Angaben wie zum Beispiel auch die Adressangabe oder die Steuernummer. Das heißt, die Bank wird hier ein Problem bekommen, wenn du falsche Angaben machst bei der Kontoeröffnung, und dann führt das in Zukunft zu irgendwelchen Schwierigkeiten und Problemen. Die Dinge, die hier im Raum stehen, sind also tatsächlich
möglicherweise Vortaten zur Geldwäsche, Urkundenfälschung, Betrug. Also alles ziemlich ernst zu nehmende Sachen. Und wenn es irgendwo rauskommt, dann trägt dich die Bank möglicherweise irgendwo in eine dieser Betrugsdatenbanken ein und dann wird es für dich sowieso sehr schwierig werden, in Zukunft noch ein Konto irgendwo zu bekommen. Jetzt fragst du vielleicht, naja, wie kann denn sowas rauskommen? Nun, ein einfaches Beispiel wäre folgendes. Du hast dein Haus in Florida, du hast deswegen eine Steuernummer, du verkaufst dieses Haus, der Verkaufserlös wird zum Beispiel auf dein Schweizer Konto ausbezahlt. Die Schweizer Bank fragt dann danach, woher kommt denn dieses Geld? Und du sagst ganz leutselig, naja, ich habe hier ein Haus in Florida gehabt seit 10 Jahren. Dieses Haus habe ich nun verkauft und daher der Verkaufserlös. Dann könnte die Bank sagen, nun ja, wenn Sie das Haus seit 10 Jahren haben, aber Sie sind erst seit 5 Jahren Kunde bei uns, dann hatten Sie doch sicherlich vor den 5 Jahren auch schon eine amerikanische Steuernummer. Oder nicht? Tja, und dann steckst du eben in der Bredouille. Im besten Fall wird dann vielleicht das Konto zugemacht. Wer weiß, was es sonst noch für Sanktionen gibt. Einige Beispiele hatte ich vorhin genannt. Wobei natürlich in diesem Fall der Bank ja kein Schaden entstanden ist. Also daher würde ich jetzt nicht ausgehen von irgendwelchen weitreichenden Konsequenzen, aber möglicherweise wird eben das Konto geschlossen. Du hast dann alle möglichen Probleme, alle mögliche Rumrennerei und wirst vielleicht in eine Datenbank eingetragen, die alle Banken nutzen, um hier mögliche problematische Kunden zu identifizieren. Daher mein Ratschlag an dich lautet also, ich würde im Vorfeld abklären, ob hier eine amerikanische Steuernummer ein Problem ist. Es gibt ja auch viele Länder, wo es überhaupt kein Problem ist. Eine solche amerikanische Steuernummer, vielfach bei EU-Banken, ist es kein Problem, eine solche amerikanische Steuernummer zu haben und würde mir eben nur dort Konten eröffnen, wo diese auch kein Problem ist. Ich würde dir dringend davon abraten, irgendwelche falschen Angaben zu machen auf Kontoantragsformularen. Das kann immer nach hinten rausgehen und man weiß nicht genau wie. Das Wichtigste aber, das du aus diesem Video mitnehmen sollst, ist, dass es überhaupt hier ein solches Problem gibt. Ja, also ich hatte ja vorhin von dem Mandanten erzählt, der war an einem landwirtschaftlichen Betrieb in den USA beteiligt. Ja, also etwas völlig Unschuldiges. Der hätte nie gerechnet, dass dies jemals zu irgendwelchen Problemen führt. Ja, hat dann eben hier bei der Bank in der Schweiz wahrheitsgemäß die Angaben gemacht und hat dann kein Konto bekommen. Und das war dann eine Riesenrennerei für ihn, ein internationales Konto zu bekommen. Er wollte ein Konto außerhalb der EU, aber er wollte eben kein Konto in den USA haben. Schweiz ging da nicht, Singapur ging da nicht. Ja, also dann wurde es dann schon relativ schwierig. Und das gilt ja nicht nur für Konten, das gilt ja auch zum Beispiel für Depots oder sowas. Ja, also dessen muss man sich schon bewusst sein. Also wenn du eine Wahl hast bei der Beantragung der amerikanischen Steuernummer und du musst es nicht unbedingt machen oder vielleicht dein Ehepartner kann die amerikanische Steuernummer beantragen, weil du die selbst gar nicht brauchst, dann wäre das vielleicht etwas, was du zu eruieren hast. Wie gesagt, ich möchte jetzt hier nicht von der amerikanischen Steuer abraten. Ich habe ja selbst auch eine Social, weil ich lange in den USA gelebt habe. Ich persönlich hatte jetzt damit noch nie ein Problem. Aber ich weiß eben von einigen Mandanten, dass dies schon zum Problem geführt hat. Wenn das Themen sind, die auch dich betreffen, wenn du dir überlegst, ins Ausland umzuziehen oder deine Assets international zu diversifizieren, weil du einen Plan B suchst, weil dir das alles in der EU etwas unheimlich ist, weil du noch Alternativen im Nicht-EU-Ausland suchst, wo du dein Geld anlegen, dein Geld in Sicherheit bringen kannst, vielleicht eine zweite Staatsbürgerschaft erwerben möchtest oder auch auswandern willst und weniger Steuern zahlen möchtest und hier kein gläserner Bürger in der EU sein willst, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link dazu packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Seit fast 20 Jahren beschäftigen wir uns mit nichts anderem. Wir helfen Mandanten dabei, auszuwandern, ins Ausland umzuziehen, ihre Steuern zu optimieren, ihr Vermögen zu diversifizieren und zu schützen und neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.